Also wir klopfen jetzt so, wie man normalerweise keine Schnitzel klopft. Rabi ist eine Krähe, aber das weiß Rabi nicht.
Und Rabi wartet auf sein Ei. Der kriegt jeden Morgen ein Ei. Jeden Freitag, seitdem er Baby ist. Hast du ihn sozusagen mit aufgezogen? Ich habe ihn mit aufgezogen. Wenn ich nicht da bin, muss der arme Kerl immer Fisch essen. Aber das ist ja nicht gesund, wegen dem ganzen Mikroplastik. Deshalb kriegt er lieber ein schönes Ei, da freut er sich. Was ist los? Wenn er Nachwuchs hat, dann nimmt er auch das ganze Ei mit. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber dann kriegt er das dann in den Schnabel rein und fliegt dann mit dem ganzen Ei weg. Und bringt es irgendwo hin. Aber mittlerweile trickst Rabi mich auch aus, weil Rabi hat nämlich ein paar Brüder und Schwestern, die ihm sehr ähnlich aussehen und die gemerkt haben, ich gebe Rabi immer ein Ei und ich kann die nicht immer ganz auseinanderhalten. Das haben die gemerkt. Also ich würde sagen, das ist Rabi. Aber wenn jetzt in den nächsten 10 Minuten ein Vogel noch mal nach da oben geflogen kommt, dann war es nicht Rabi und die haben mich ausgetrickst. Wahrscheinlich. Moin. Na? Hast ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten.
Das sind die Semmelbrösel, die ich dann benutze. Meine, die ich selber mache aus dem alten Brot, die mische ich wirklich nur runter. Und das hier, das ist eine gute Marke, die benutze ich sehr gerne. Das kommt aus Österreich, aus Linz. Und das ist ein gutes Zeug.
Was man jetzt heute nicht sieht auf dem Video, ist natürlich, dass ich heute Morgen schon in der Küche war und dass ich da auch schon etwas vorbereitet habe. Wie zum Beispiel 280 Eier aufgeschlagen. Die kommen rein. Reichen die für den ganzen Tag? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe hier unten immer noch Eier dabei. Die sind dann noch nicht aufgeschlagen. Und die schlage ich dann später nach. Das ist jetzt hier das gute Butterschmalz. Nee, mit Butterschmalz arbeite ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es in Berlin noch Leute gibt, die mit Butterschmalz arbeiten. Ich habe noch nie in der Gastro gearbeitet, die das nehmen. Ich habe mal in einer, das war schon richtig lange her, die am Ende Butterschmalz-Aroma, das gibt es oft so zu kaufen, noch extra hatten, wo es nochmal durchgegangen ist. Aber ich habe noch nie in Berlin jemand mit Butterschmalz in der Gastronomie, im privaten Bereich ja, aber ich glaube in der Gastro ist es einfach zu teuer für den Kunden am Ende und zu unpraktisch für uns. Ich benutze Frittierfett, heißt es, aber im Endeffekt ist das nur eine Mischung von Rapsöl und Sonnenblumenöl. Rapsöl, weil es einfach neutral ist und damit kann ich gut ausbacken und es hat eine schöne Hitzebeständigkeit. Und Sonnenblumenöl ist noch mal ein bisschen hitzebeständiger. Das wird halt reingemischt und dadurch wird das Ganze ein bisschen hitzebeständiger und lebt länger und ist einfach geschmacksneutral in dem Sinne. Was mir ja auch die Ösis gesagt haben, was ja auch lange vor meiner Zeit war, ist, dass dieses Butterschmalzding, was so groß ist, immer in den Köpfen, auch gar nicht mal so eigentlich das große Ding ist. Eigentlich wurde das Ewigkeiten in Schweineschmalz ausgebacken. So. Aber das würde man heute auch nicht mehr machen. So, das würde die Leute, glaube ich, völlig überfordern geschmacklich. Also es hat ja auch schon dann nochmal wirklich einen Eigengeschmack, einen intensiveren. Ja, wir haben früher tatsächlich Bio-Semmeln aus einer Bäckerei geholt. Die waren sehr gut. Die haben 50 Cent das Stück gekostet. Und ich habe ja schon in der Küche mal erwähnt, dass ich halt versucht habe, meine Preise auch, obwohl in den letzten Jahren alles teurer geworden ist, halt für die Gäste gleich zu halten. Und da habe ich dann halt intern so ein paar, wie ich erzählt habe, mit dem Kalb Rosé statt den Kalb, dass ich dann trotzdem mal den Kalbspreis halten konnte. Und genauso ist es auch bei den Semmeln passiert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, gut, die Bio-Semmeln für 50 Cent das Stück packe ich nicht mehr. Dafür kaufe ich mir einen eigenen Heißluftofen und mache jetzt selber Aufbackbrötchen. Und damit habe ich aber immer noch den Semmelpreis, also die Schnitzelsemmel, immer noch halten können und bin nicht teurer geworden. Das sind halt minimale Geschmacksunterschiede leider für den Gast am Ende. Aber ich fand den Kompromiss für mich und für meine Gäste besser, als einfach konsequent dann immer wieder die Preise zu erhöhen. Heißt ja nicht, dass ich das nicht auch irgendwann machen muss, weiß ich nicht. Aber ich versuche es einfach so lange wie möglich an anderen Schrauben zu drehen, wenn es denn möglich ist. Und bis jetzt habe ich eigentlich sehr positives Feedback von meinen Gästen dafür bekommen, dass ich mir da Mühe gebe, die Preise so zu halten.
Das ist hier übrigens auch ein Kompromiss, den ihr hier seht. Das ist die Hälfte, die ich noch schaffe, hier vor Ort zu klopfen, aus zeitlichen Gründen. Weil ich darf aufs Maybacher Ufer um 7:30 Uhr rauffahren. Ich muss dann das alles machen, was ihr gesehen habt. Dann die Schnitzel klopfen. Und ab 11 Uhr wollt ihr Schnitzel haben. Und ihr wollt aus irgendeinem komischen Grund dann tatsächlich alle Schnitzel haben, auch noch bis 16, 17 Uhr. Und um das mittlerweile zu erreichen, muss ich morgens, da wo ich auch die Eier schon fertig mache, auch schon mal eine Fuhre Schnitzel vorklopfen. Momentan ist es beim Maybachufer ungefähr die Hälfte, die ich morgens um 6 schon anfange, also ungefähr fertig bin zu klopfen. Und die andere muss ich dann hier klopfen. Lege ich mir jetzt noch mal extra, mache die noch mal locker, weil durch den Transport liegen die übereinander und im Geschäft nachher dauert mir das zu lange. Also wir klopfen jetzt so, wie man normalerweise keine Schnitzel klopft.
Normaler, Meinst du das? Okay. ja, normalerweise muss jetzt Musik angemacht werden. Da gibt es eine extra Schnitzel-Klopf-Playlist für. Aber das darf ich nicht wegen irgendeiner Monotonisierung oder sowas. Aber ich versuche mal, ob es auch so geht. Aber es wird natürlich scheiße schmecken am Ende, weil da fehlt ja was. Die Hälfte. Aber na gut. Ich kann nichts dafür. Dann können wir das ganze Geschäft über keine Musik hören. Oh, was habe ich mich da eingelassen?
Muss reichen. Das schöne Schwein, erinnerst du dich noch? Erkennt man gleich wieder. Luzi. Sieht man schon, oder? Guck, hier ist so richtig Fett drin. Aber wir geben jetzt nicht jedem Schwein einen Namen lieber. Das wird dann doch deprimierend, oder? Oh, du hast Masse gemacht, Alter. Richtig Masse gemacht. Ernährung Ernährung? und 5 Tage die Woche Sport. Sehr gut. Oder? Ja, Sieht ja auch ein bisschen gesünder aus. aber auch Ausdauer. Ausdauer, ja, Beine und Ausdauer. Beine das und ist Ausdauer, mein Lieber. Hä? Nicht nur oben. no, ja, muss ich, ja, das stimmt. Was darf ich denn machen? Ich wollte einen Semmelschnitzel haben für mich. Mach Einmal? Am besten 2 für meinen Nachbarn auch. Der weiß zwar noch nicht Bescheid, aber Welchen meinst du? Marek. Marek? Oder was ist der? Der isst immer Teller. Dann mach ihm einen Teller, mir eine. Ach, 2 Teller. 2 Teller. Ja, Bruder. Sehr gerne. Okay, bis später. Schwein fertig. Schön, oder? Eine Erleichterung nach dem Schwein. Deshalb sage ich dir, schneide ich dir immer so gerne so dünn. Wir hatten das Gespräch ja. Fertig. Viel schöner. Das Schwein ist härtere Arbeit, ne? Ja, definitiv. Das kann ich nicht so dünn schneiden halt. Aber das Kalb, wenn ich halt so schneide, wie ich dir im letzten Video gezeigt habe, wenn ich das so mir Mühe gebe, so dünn zu schneiden, dann kann man das relativ gut und schnell klopfen. Nicht alle Stücke, die Anfangsstücke und die Endstücke, die werden wir auch natürlich merken, aber so die Mittelstücke, die machen dann schon Spaß. Hier haben wir so ein schönes Endstück, da muss ich natürlich auch wieder mehr klopfen, aber hier, das ist der erste, den hast du immer mitbekommen, der Butterfly-Schnitt, ne? Der ist dann auch wieder hart oder dicker. Muss man dann ein bisschen mehr klopfen, aber so die meisten machen schon Spaß. Wenn du dir jetzt noch vorstellst, wir hätten hier richtig geile Muckelapfen, dann
sagen. Geht schon vorwärts. Aber naja, man kann nicht alles haben. Tut mir leid. Beschwerde bitte an YouTube. Ich wette mit dir, das müssen die in anderen Ländern nicht machen, oder? Doch auch. Gibt es da auch sowas wie GEMA in Amerika und Nee, so? GEMA nicht, aber diese Urheberrechte. So, Kalb lasse ich da noch einmal. Den klopfe ich nicht, ist mir zu gefährlich. Ich weiß nicht. Kalb ist so, ne? Ist ja richtig teuer. Und wenn ich das jetzt zu viel klopfe und dann nachher wegschmeiße, das tut dann richtig dolle weh. Da muss ich dann schon echt viele Kalb wieder für verkaufen, damit ich das dann wieder drin habe. Deshalb, jetzt habe ich so ein Maß, wo ich sage, ja, fühle ich mich ganz wohl mit bei, die Menge zu haben geklopft. Aber mache ich jetzt das Brett sauber, lasse die Sachen in der Nähe und im allerschlimmsten Falle klopfe ich nachher noch mal im Geschäft nach. So. Gut vorbereiten, wie du willst. Trotzdem vergisst du die Zitronen dann in der Küche. Ja. Sind zu wenig Zitronen. Das sind die von gestern, die noch übrig geblieben sind. Jetzt müssen wir mal Zitronen besorgen. Aber ich sag mal so, diese Tage auf dem Markt, wo ich wirklich alles dabei habe, so 100%, no, sind vielleicht nicht so viele, sage ich mal. Irgendwas bleibt immer, meistens nur zum Glück Kleinigkeiten, aber manchmal auch sowas wie. Habe ich hier eigentlich Krautsalat immer auf dem Teller drauf? Oder so eine Sache. Jetzt sollte ich ein Beispiel sagen, was ich gerne oft vergesse. Und zum Glück meine vegetarischen Schnitzel. Das wäre jetzt aber ein Paradebeispiel für mich selbst gewesen. Ja, sowas vergesse ich dann ganz gerne tatsächlich. Hast du einen speziellen? Nö. Habt ihr Zitronen? Die mögen mich jetzt schon alle, weil wir hier mit der Kamera rumlaufen. Keine Zitronen. Ich brauche Zitronen. Habt ihr Zitronen? Danke. Zitronen? So gelbe Dinger kann man bessen, ist sauer? Nein. Danke. Auf der kleine Kiste Zitronen, oder? Kannst du mir bitte 20 Zitronen geben? Serkan'ın abisi. Ali!
So, das machen wir nicht nochmal mit Kamera einkaufen gehen am Maybach-Ufer, mein Lieber. Kommt nicht so gut an. Nee, kommt nicht so gut an, würde ich sagen. Clara. Na du? Das ist der Olaf, das ist die Clara. Ich bin die Clara, hi. So, ich wusste am Anfang jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich dachte, ich fahre einfach mal vorbei. Genau, raus aus der Szene. Oh, das war gerade gar nicht gut einkaufen gehen mit der Kamera hier mit ihm. 80 Ehrenpunkte verloren am Maybachufer, die ich mir schwer aufgearbeitet habe. Moin, mein Lieber. Tragisch. Hast du einen Stoffbeutel für die Brötchen, ein paar? Gestern ist tatsächlich dann die Hygiene gekommen und es hat genauso geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Perfekt. Ich habe ihm das Ding in die Hand gedrückt. Und die haben gedacht, das ist ein feiner Kerl. Oh, läuft. Das hat mich jetzt locker 50 Cent gekostet, die eine. Zitrone? Nee, 50 Cent mehr wegen der Kamera. Ja. Ja, locker. Die Zitronen da reichen für Semmeln, oder? Die ich da drin habe bei dir. Ja, auf jeden Fall. Das reicht schon fast, oder? Weiß nicht, muss ich dann nur einmal nachsehen. Außer wenn wieder alle semmeln wollen. Ja, deshalb, ich lasse auch ein paar so, wie sie sind, dann machen wir später. Nee, aber wenn alle semmeln wollen und ich gestresst bin, dann mache ich Ach denen so. da auch einfach immer so ein Stück drauf. Ja. Kann ich die vorbereiten, mache denen dann ein Stück drauf. Aber meistens. Deswegen hat es so gesprotzelt, gerade weil es alles. Zumindest ist das Wichtigste eigentlich. Müssen wir gleich mal noch nach Deckeln gucken. Und hast du im Auto zufällig noch Deckeln für die Preiselbeeren? Ja.
Danke dir. Hoffentlich passt das, was ich hier gebastelt habe. Dahin. Was haben wir denn da? Dann brauche ich mal 2 kleine Schnitzelteller für ihn. Ja, 55. Moment. Ja. Fast 20.10. Moin, mein Lieber. Ja, man schon den Acker öffnen, oder? Wenn du dir ein Projekt hast, gesagt, du morgens was abbauen, hier nicht mal aufbauen. Und dann komme ich, ich kann ihn jetzt auch noch sehen. Alles gut. Ey, kein Stress. Ja, dann liegen, glaube ich, dann für euch. Ja. Ich hätte gerne sehr schöne Männervorstellung. Mit Liebe. Immer, immer. Soll schmecken. Was muss ich mitbringen? Achso, insgesamt 20, 10 wie immer. Okay. Lira, sag mal, seit wann haben wir denn hier für 4 Euro? Ich komme gleich, ja, Großer? Lass dir Zeit. Du kennst ja noch Schnitt, was? 6,50 €. Sind das Kollegen? Ja. Das sind Kollegen vom Markt. Da kommen noch einige heute. Ja. Aber das sind immer die beiden ersten, weil die wollen so, ich sag jetzt mal, so gut wie es geht, Halal haben. Das heißt, wenn das Fett halt noch kein Schwein drin hatte, so, das wünschen sie sich immer. Habt ihr überhaupt noch was übrig bei der Hitze vom Schwein? Also eigentlich. Das ist eine Glaubensfrage, das hat nichts mit Logik zu tun. Das ist einfach, das soll halt so gut wie es geht halal sein. Wenn jetzt jemand streng gläubig ist, würde der bei mir eh nichts essen, weil ich persönlich schon Haram bin sozusagen. 1 € Verpackung. Aber das sind ja Kollegen, die sind ja Berliner und alles
Das passt dann so. Hey. Schwein groß, hast du was dabei? Sehr gut. Oh. Also es wird ja immer wilder heute hier. Also meine Güte. Ohne Zucker, wenn er kann. Ohne Zucker nehme ich einen Frappé. Die kriegt gerade einen Kaffee vom Nachbarn. Aber danke dir. Jochen, du auch mal schauen, wenn du lange noch wartest. Ciao. Heißt ja noch gar nicht. Das machen wir jetzt erstmal ein. Wie groß ist eigentlich das kleine oder das große? Das ist jetzt hier ein kleines Schwein, was ich habe. Okay. Das große ist genau die doppelte Menge. Okay. Das sind dann immer so ungefähr 100 Gramm pro Stück. Meine ich. Ja, I mean, der Wiener Schnitzel ist auch. lass dir schmecken. Danke. Wir nehmen einmal den Schnitzelteller mit Kartoffelsalat und Krautsalat. Ja, vom Schwein. Ein großes, ja. Ein großes vom Schwein. Genau. Gerne. Danke. Dann bekommen wir 13 Euro. 13 Euro. Ja. Und bitteschön. ist okay. Okay. Jetzt habe ich 4 Euro. Ja, Tipp. hast du. Gut, danke schön. Dann bekommen wir 8 Euro. Jo, ja, na doch. Was macht denn da drauf? Süßer Senf, scharfer Senf? Süßer Senf, bitte. Auf beide. Achso, ich nehme dir gleich das Geld ab. Einen Moment. So, bitteschön. Und die 5? Wo sind sie denn? Das ist für dich. Die sind Na weggelaufen. dann liebe Grüße an die Tochter. Euer Die soll man nicht großes umkippen, Schwein? bitte. Aber bald wieder. Ja, bitte, bitte. Und kommt dann mit mir zusammen her. Oh, da ist Sehr irgendwas gut. runtergefallen. Genau, einmal das große Schwein in die Dose Ohne alles. und davor ein Schweineschnitzel hier auf dem Teller. Okay. Bis dahin, gerne. Ist ja nicht 1 Euro Fleisch? Vielen Dank. You can check it out, it's funny. It's on they call Moody Foodie, and then you saw me 5 years ago when I started here with a small car and blah blah blah. So nice. And they make good videos. Wir Ihr seid mehr als nur 2 hoffentlich. Ja, toll. Zum Mitnehmen. Beide zum Mitnehmen? Nee, gar nichts. Gerne. Dann bekommen wir 46 Euro. Okay. Bis dahin, gerne. Ah, ja, Behälter mit. Sag doch mal was. Das ist ja wundervoll. Dann machen wir das so. Dann
Also, hier Salat, hier Schnitzel, ja? Ja. Wunderbar. Hier das Schnitzel und hier der Salat. Ah, ja. Deswegen. Noch ein bisschen. Passt ja rein. So. Also sie hat ihn auch Ich würde es euch mal überlassen mit dem Deckel. Ich krieg's tatsächlich gerade nicht hin. Passt mir nicht. Sonst, wenn sie den Deckel rausgesucht hat, vielleicht kriegt sie, weil sie den kriegt. Schöne Schweinesemmel. Hast du Knödel dabei? Da hat jemand Hunger. Du bist hier die Zumacherin, die offizielle? Der Deckel sieht aber Ja, der andere ist auch zugegangen. Hat geklappt. Wow. Okay, dann war ich einfach zu blöd. Ja, ich auch. Das ist gut. Ein großes vom Schwein neu. Die Schweinesemmel hast du mitbekommen. Die ist jetzt schön aufgegangen, weißt du, aber die kann auch richtig Was darf auf die Käse? bisschen Senf. Süße oder scharfe? Scharf. Sehr gerne. So, mein Lieber. Das ist für dich. Guten Appetit. So, bitte sehr. Das eine oder die. Ein kleines Schwein. Sehr gerne. Brauche ich nicht, danke. Ah, du? Ein großes Schwein ohne Kraut. Sehr gerne. Schmeckt auch lecker. Dann aber kalt ist das. bekommen wir einmal 13 €. Auf jeden Fall. Und denk dran, ohne Kraut bei mir leider. Ja, ich gebe mein Bestes. Nö, wir sind hier in Berlin. Hier kannst du alles machen, worauf du Bock hast. Ketchup. Die Zitrone kannst du mir gerne. Ja, die nehme ich dann. Achso, Nee, zweimal kleines Kalb, richtig? Ja, bitte. Ich habe jetzt aus Versehen hier Schwein eingegeben. Dann kriegen Sie 26 € Karte. Inspirieren wahrscheinlich. Inspirieren, wenn der filmt, dann filme ich jetzt auch. Ja. Was ist das auf Brain? Einmal. Ja, einmal. Das war schon. Habt ihr eine Partner gemacht? Wir gehen los mit dem großen Schwein. Zweimal kalt.
Jeder. Also, die Dame Dann hat die aber auch Dinge, dann hat die auch Priority und so. einmal Schwein und Die hat auch Milan. Ja, genau, das habe ich, wenn ich jetzt mal so gerade rübergehe. Ja, Milan. Ja, auch. Schnell eins ohne Krautsalat machen. Ich habe vergessen, dass das hier zu ein ohne Krautsalat? Ja klar, ich mache den neuen. Ich mache das Schwein ohne Krautsalat. Danke dir. Danke auch. Guten Appetit. Hatte der Tat Anfang des Jahres überlegt, ob wir jetzt noch einen Dann machen wir einmal. Geht ab, Digga. Alles gut? Bester Tag der Woche. Ein kleines Kalb. Zwei Einzel. Ein kleines Kalb, 2 Einzel. 31 €. Sehr gerne. Ja, klar. Wenn Sie dann nehmen, dann ausgewählt den Umkreis. Ja, sehr gerne. Was für eine Art? Fleischung. Ja, seid ihr zusammen oder getrennt? Kochen wir einmal. Zweimal klein. Ja, genau. Zweimal klein. Mal 28 €. Bohnen. Klein. So, 2 kleine Schweine. Ja. So, 2 kleine Schweine. Danke. Seid ihr da nicht? Achso, Entschuldigung. Ihr saht so aus. Frage dann, Genau, 5 Minuten. Ja, Kalb war auch hier, waren zuerst theoretisch. So. Bitte schön, genau, und dann waren hier 2 kleine Kalbe. Ja. 2 kleine Kalb. Die 2 kleinen Kalb waren für dich, oder? 2 kleine Kalb? Zum Mitnehmen auch bitte. Weiter jetzt mal unter uns und gesprungen am Gesteck. Also, das Kalb, was noch zu dem Veggie gefehlt hat. Genau. Du warst das? Zum Veggie, ja. Ja, zum Veggie. Zum Veggie. Ja. Ich nehme mal. Nimm einfach. So, dann habt ihr jetzt nochmal Kalb oder Kalb und Schwein. Ja, bitteschön. Jetzt einmal nur Ja, schon raus.
Dann genau. Einmal groß, zweimal großes und kleines Schwein zusammen? Kleines Schweineschnitzel. Nee, hier. Zum Hieressen, kleines Schweineschnitzel zum Hieressen. 8 €. Warum kommst du hier zu Schnitzeldiebken? Das ist mein Freitagsritual, weil, ja, also erstens ist das Essen einfach unfassbar lecker, man trifft immer wieder die gleichen Leute, es ist ein bisschen so Community-Feeling, Kiez-Feeling, die Nachbarschaft kommt zusammen und ja, ich liebe es einfach. Und Daniel ist natürlich auch sehr nett. Und das Schnitzel an sich, ist das auch besonders? Oder? Ja, also es ist mein Lieblingsschnitzel in Berlin und super preiswert, also unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein großes Schwein in Verpackung? Ja. Großes Schwein in Verpackung und die Schweinebraten sind auch in Alufolie oder so? Nee, einfach okay. Einfach okay. Alufolie bitte haben. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Hallo, bitteschön. Habe ich vergessen. Die sind sehr. Und dann war. Jetzt kümmern sich auch um die Technik. Also kommt auch Ja, Das haben die echt geschafft, sage ich euch. Hier das letzte. mega. Ja, wir kommen gleich nochmal wieder. Ja, Heide, oder? Ja. Also, du hattest 4, ne, insgesamt? Ah, ja, guck mal, da kommt noch Ich mache diese mir gerade eine. die Semmel ja, noch genau. fertig, auch mit Preiselbeeren? Ganz Programm, gut. Mein Achtung nimmt ja auch. Wir können auch mehrmals laufen. Wir geben es nicht anderen Leuten raus. Ja, ja, eigentlich. Wo? Was Bro, ist denn? how the fuck? Das sind schon deine. Ja, Okay, super. Dann lass doch den. Yo, Eine Schweinebraten-Semmel? let's get it, bro. Das war ein Money Spread mit Schnitzeln, Digga. Ja, wirklich. Wollt ihr irgendwas nehmen eigentlich? Nein, auf die Semmel darf alles drauf. Auf Preiselbeeren? So. Lass es dir schmecken. Das kleine kommt gleich. So, einmal groß, einmal klein. Jeweils Eine kleine Kalb und 2 große. genau, ja. Und eine Schweinebratensemmel. Ja. Und ihr hattet 2 kleine. So, ihr hattet die beiden kleinen. Genau, wunderbar. Die 50 Teller kalt, groß, klein. Einmal groß, einmal klein. Zum Mitnehmen oder hier essen? Danke. Pizza, Pizza-Teuer. Ein großer dann. Damit die Box ausgenutzt ist. Also 2 große Kälber, ja? Wie? Die sind dabei, sowieso. Einmal die Schweinebraten-Semmel. Willst du die schon haben? Auf die Leberkassemmel. Ein scharfer Senf. Ja. So. Bitte sehr. Vielen Dank.
Diese kleine? So, jetzt. Ich hätte gern doppeltes Schnitzelsemmel vom Kalb. Also zweimal. Doppeltes Fleisch. Genau. Willst du da noch was drauf? Schweinebratensemmel, noch was drauf, bisschen Kraut. Gürkchen, bisschen Meerrettich. Ja, auch einmal das. Wunderbar. Dann lass es dir schmecken. Was sagst du den Leuten, die vielleicht kommentieren, du wechselst dein Öl ja jetzt? Wechsel doch selber dein Öl. Nein, ich kann mein Öl nicht wechseln. Mein Öl wird aufgegossen. Das hat die Kamera bis jetzt noch nicht eingefangen, weil der Kameramann immer mit was anderem beschäftigt war. Das heißt, wenn das hier anfängt zu schäumen, dann wird mein Öl aufgegossen mit neuem Öl. Damit kann ich es wieder ein bisschen rauszögern, ein bisschen rausholen. Und ich habe die 2 Fritteusen mittlerweile, damit ich halt länger arbeiten kann. Aber es wird nicht gewechselt zwischendrin, dafür habe ich nicht die Zeit. Das heißt, wenn ich hier merke langsam, dass das Öl nicht mehr so gut ist, nehme ich frisches Öl, kippe es dazu, benutze in der Zeit, bis das wieder heiß ist, nur die andere Fritteuse. Dann kann ich wieder benutzen, falls die Fritteuse nicht mehr so gut ist, genau andersrum. Und auf die Art und Weise komme ich dann meistens bis zum Feierabend. Lassen wir es so oder noch? Das wird perfekt, genau. Ja, wenn das dann drauf gehört, ja, gerne. Alles, was drauf gehört. Was man will. Ich weiß Ja, aber ich weiß es nicht. Deswegen, ich glaube, ihr seid die Experten, deswegen komme ich ja. Ja, das ist lecker so. Wir machen es immer lecker. sehr. Lass es dir Kannst du mir noch einen kleinen Schlag von denen? sehr gerne. Einfach oben drauf. Was motiviert dich? Das ist halt mein Job. Ich habe das einfach gelernt. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, Hallo, bitte schön. immer wieder in der deutschen und österreichischen Küche mich bewegt. Kleine Schnitzelteller vom Schwein. Und Du erwähnst die 2 kleine Kälber. Die hatten als wir ja es schon. überall Das war ein anders Teil ein bisschen in vom der Gastronomie unangenehm wurde, nach Corona und auch ein bisschen nach dem Angriff von Russland auf Ukraine, das hat auch viel gemacht mit der Gastro hier durch die steigenden Preise, waren die Stimmung schlecht, das Geld war schlecht und ich habe mich selbstständig gemacht mit dieser Idee und ich kann jetzt immer noch Geld verdienen und in meinem Job bleiben, obwohl es tatsächlich auch mal eine Zeit lang war, so, ob ich mich umschulen sollte oder weiß ich was, weil ich wirklich so keine Lust mehr hatte auf Berliner Gastro in dem Sinne. Und das motiviert mich. Ich bin selbstständig, habe mein Business, die Leute sind da und mögen mein Produkt. Ich bin frei, ich bin hier am Maybachufer, hinter mir explodieren Autos, ich bin mitten in der Stadt und mache mein Geschäft und kann dumm labern und niemand beschwert sich über mich, so wie früher. Das macht Spaß, das motiviert.